Hallo, zurück bei Katie Rain oder Kathy, der ist ja Catherine, die Gute, wo wir jetzt im Haus unserer Omi sind. Ich finde den Begriff Großmutter immer, naja, ich finde Omi schöner, ne? Immer schön an Omi denken und anrufen und fragen, wie es ihr geht. So, und wir gucken uns den natürlich erstmal um. Hier ist ein Fenster. Absolut, es gibt wirklich nichts Schöneres. Obwohl ich auch nichts gegen Sonne habe, aber es ist manchmal wirklich einfach nur schön. Nice black leather coat, right up my alley. Okay. Nice black leather. Okay, das hat man. A mere single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Was? A mere single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Ach so, okay, jetzt hat's Klick gemacht. Casey will, glaube ich, damit andeuten, dass sie mehr als ein Paar Stiefel hat. Da muss ich aber leider Casey, naja, da habe ich nicht so viel mit Casey gemeint. Ich wäre eher der Typ mit ein paar Stiefel. Jetzt haben wir ein rotes Pferd. Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. Okay. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Na, warum nicht? Jetzt haben wir hier das Lichtschalter. Okay, ein Rollstuhl. Okay. Puh, ja, vielleicht von unserem Großvater. Vielleicht konnte er selber nicht mehr so gut laufen. An old wheelchair. Not too dusty. Probably used recently. Ja. Huh. Never seen this around. Grandpa must have used it towards the end. Genau so. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Casey scheint hier den Ort doch zu kennen, ne? Oh, da sind Fotos. A wedding photo from when my grandparents married. Ja. They look younger than I am now. Things have sure changed. Absolut. Und von 95 zu heute erst recht. It's a photo of this very farm from way back. It says June 12, 1910 in the corner. Uiuiuiui. Jetzt haben wir ein Telefon und ein Telefonbuch. These should come in handy when I need to make calls. Ah, okay. Wir haben hier, also können überall mal anrufen. Jetzt könnten wir am Heim anrufen, wenn wir wollen. Und ein Telefonbuch von Conwell Springs County. It's a phone book. Conwell Springs County. I don't have anything to search for yet. Okay, hast du absolut recht. Die gute alte... I should be able to use this for looking up phone numbers of people or places in town. Das mag ich an Spielen, an diesen alten Spielen immer. Oh, ich kann damit noch nichts anfangen. Was soll ich damit denn? Und irgendwann später braucht man es dann mal und vergisst es, dass man es gebrauchen könnte. Man kann sogar die Deckenlampe A lamp on angucken. the ceiling. Nothing special about it. Okay, naja. Dogfighting. Grandpa used to love that stuff. Naja, der Pater meinte ja auch, dass er ein Kriegsveteran ist. Von daher, Obergeschoss, Wohnzimmertür, Obergeschoss. Geht's da irgendwo lang? Nee, ne? Ich gehe erstmal in die Wohnzimmertür. Vielleicht sitzt... Da sitzt die hello, Omi. dear. I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come, have a seat. We have so much to talk about. So, now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. Aha. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Aha. Okay, unser Vater hat uns damals wo unsere Mutter hat sitzen lassen. Und das ist ihr Sohn. Und sie macht sich natürlich auch Sorgen. Die Wahrheit erzählen, dass du sie in eine Psychiatrie hast einweisen lassen. Das Thema vermeiden. Es gibt keinen Grund, jetzt darüber zu reden. Das ist cool. Das ist richtig gut. Oh, wir können das entscheiden. Also, natürlich ist es immer schwer, was zu entscheiden. Aber, ach, wie gut. Wie cool. Das ist einerseits ist es unsere Omi.
An Omis kann man immer alles erzählen. Man merkt bestimmt, ich habe ein gutes Verhältnis zu ich habe leider nur noch eine Omi. Und meine Opis habe ich jetzt gar nicht leider kennengelernt. Da war ich zu klein, um das überhaupt zu realisieren. Die sind gestorben, da war ich 2 und 4. Von daher, da habe ich immer nicht so viel mitbekommen. Aber Omis sind toll. Also, ich habe da Glück. Es gibt vielleicht auch Leute, die mögen ihre Omis nicht so, weil die vielleicht ein bisschen blöd sind. Oder, ne? Es gibt keinen Grund, jetzt darüber zu reden. Ach Mensch, komm, die macht sich Sorgen. Das ist Omi. Mom is... I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no Unfall. denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first. All dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word, forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Vorfall, ich habe gerade, oh Mann, Leute, es tut mir leid, ich habe gerade Volt 81 gelesen. Oh Mann, Annika, Vorfall 81. Was haben wir denn hier? Ach so, die können wir uns ja mal angucken. Ach so, Moment, oh Gott, ich bin überfordert. Hilfe! Oh je. Eieiei. Okay, also unsere Mutti hat uns mitgenommen, weil unser Vater uns einfach verlassen hat und die hatte dann wohl so einen Groll gehabt, dass sie natürlich dann Lügen erzählt hat über die Großmutti, über den Opa, über alle. Und Casey hat natürlich keine Chance. Als Kind hast du keine Chance. Als Kind wirst du von dem geprägt, was dir erzogen und erzählt wird. Natürlich. Wie sollte sie sich denn da wehren oder was machen? Gut, dass er jetzt den eigenen rebellischen Kopf hat und ist nie zu spät, zu Omi, tut mir leid zu sagen. Und unser Großvater hatte wohl einen Unfall gehabt. Dann können wir sie jetzt danach befragen? Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. Oh. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. It must have had something to do with the war. Oder mit seinem Sohn vielleicht? Das war irgendwie mein erster Gedanke, den ich hatte, dass es vielleicht mit unserem Vater und seinem Sohn zu tun haben könnte. Und er musste danach im Rollstuhl sitzen und hat nicht mehr geredet. Also wenn das Wort wörtlich so gemeint wird, dann hat er einfach nicht mehr geredet. Okay. War es ein Kriegstrauma? Was haben die Ärzte gesagt? Wie sieht es mit der Polizei aus? What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative Wachkoma. state. Oh Gott. That's what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in.
And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. Vielleicht hat er sowas Traumatisches erlebt, dass er psychisch nicht mehr in der Lage ist zu reden, ne? Und irgendwas erlebt hat. Aber ich weiß nicht, damals war es vielleicht noch nicht so weit. Ich meine, ne, da wurde hier gerade mal, wie sie gerade meinte, mit dem Scan und dem Kopfscan, mit dem MRT, war damals ja dann im Kommen. Ich glaube, damals war man noch nicht so gleich auf diese psychischen Erkrankungen aus. Ich weiß es nicht. Aber es klingt irgendwie danach, ne? Es klingt sehr, sehr mysteriös. Ein Kriegstrauma. Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. Okay, wie sieht es denn mit der Polizei aus? What did Sheriff Truman have to say about the matter? Truman. Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Aha, sehr gut, sehr gut. Jetzt nimmt Casey die Fäden in die Hand. Sehr schön, um ihrer Omi zu helfen, ein wenig den Fall vielleicht aufzuklären. So, Notizbuch zeigen. What do you think about this church, Grandma? They seem harmless to me, but they can be a bit pushy at times. Ja, You could say that. Handing out pamphlets at funerals is in pretty bad taste. Awfully strange behavior for a priest, I'll give you that. ja, das stimmt. Hat gar nicht so drüber nachgedacht. Wollen wir ihr bitte Zigaretten zeigen, die gute Enkeltochter? I don't want to show her that. Ja, das ist ja natürlich Casey. Ja, wie big darauf nur gekommen. Was steht denn da drauf? BK? Das sieht aus. Es ist. I don't want to show her that. Okay. I don't want to show her that. She'll just start worrying about Ja, me. aber warum hast du das? Also, um sich zu verteidigen, okay, aber gleich ein Elektroschocker? I don't want to show her that. Aber das würde ich mir dann gerne mal angucken, das Notizbuch. Okay, wir können sie nicht mehr. I Außer. already talked to her about that. Okay, gut. Ich will einfach ein bisschen nochmal die Mechanik hier kennenlernen, ne? Bye, Grandma. I'll be back later. So long. Okay, jetzt gucken wir uns natürlich gleich noch in den Raum um. Wie komme ich eigentlich? Achso. Notizbuch lesen. Ja, bitte. What really happened to you that night, Grandpa? Interessant. Was können wir da noch? Kombinieren? Über Notizbuch nachdenken. I'll write down clues in this as I find them. Okay, wir können mit dem Notizbuch auch Sachen kombinieren. I don't think anything about that needs to be written down. Okay, ich wollte es nur versuchen. It's the brochure that priest gave me at the funeral. The logo stands out, but other than that, it's just the usual church mumbo-jumbo. Washing away your sins, salvation, blah, blah. Ja, ich kann damit auch There's nicht. also an address at the bottom. You know, if I ever feel like getting my God on. Huh. Good old Satan. Better get his snowmobile ready for that day. Eieiei. I have no idea why this isn't at the bottom of the closest trash can yet. Okay, Maybe because it looks like it could serve as half-decent toilet paper. Na, warum nicht? Hey. Not that I need yet another reason for the Lord to strike me down. Okay, ich dachte vielleicht, sie hat irgendwas von der Adresse erwähnt. Naja, mal schauen. Vielleicht können wir es noch gebrauchen. Wir gucken uns mal weiter um. Ein Clubsessel. Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love that thing. Katzen. Ja, Katzen machen gern Sachen kaputt. A robust piece of wooden furniture. Okay. I used to love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Na, wer hat das nicht gemacht? Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt.
Never in the attic, though. I thought it was too scary up there. Ja, das stimmt. Keller und Dachböden. Als Kind hat man noch zu viel Fantasie dafür. Planes, planes, and more planes. Oh. Was ist Grandpa in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Ein Air Force-Pilot, okay. Im Krieg. Planes, planes, and more planes. Noch mehr Planes, das ist aber schön. Jetzt haben wir, hier steht Alkohol. Expensive looking scotch. That thing has been standing there forever. Alkohol trinken. Eigentlich will ich nicht, dass sie Alkohol trinkt. Aber hey. Would be kind of funny to see her reaction, but no. Ja, war mir irgendwie klar, dass es nicht macht. Die scheint That's Anstand my zu haben. great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Ah, von Rain to, also R-E-I-G-N zu Rain. Ah. Some woman dressed fancy. I'm not sure how I'm related to her, but she has my hair. Tja, manchmal ist komisch, ne? Wie man so ähnlich sieht in der Familie. Planes, and more planes. Okay, gut. Ich muss noch mal ganz kurz was trinken, Leute. Es ist unglaublich warm hier drin. Oh, schrecklich. Oh, ha. So, ha, So, hier ist noch ein There's Fenster. nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Das hat man schon, Couchtisch. Grandma has prepared some tea for us. Na, wenn es Tee ist, dann ist es spät in England. Oh ja. Yeah, I'm more of a coffee gal. Ich zwar auch, aber hey, Omi hat Tee gemacht, den trinkt man. Könntest du noch mal hinsetzen? Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all, dear. What's on your Wir mind? können uns noch mal unterhalten, aber ich wüsste nicht über was. Aber gut Well, zu gotta wissen. go, Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Hab's mir doch anders überlegt, Omi. Tschüss. So, An Modellflugzeug. intricate toy airplane with moving parts. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Aha. Und hier ist ein Bücherregal. A decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it. Okay. A decent-sized... Ah, okay, also, okay. Kann man nur das anklicken? Gibt's ja eigentlich... Gibt's bestimmt nicht, ne? So. So. Was ich sagen wollte mit... Was gibt es ja eigentlich wie so ein Hotkey? Aber ist nicht schlimm. Wie gehen wir ins Obergeschoss? I shouldn't overstay my welcome. Okay, Omi. Omi, darf ich da hoch? Oh, hello, dear. Hi, Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. können wir so? Okay, dann setze ich Casey gleich hin. Mind if we talk for a bit, Grandma? Not at all. Okay. Können Sie aber Oh, nicht gotta fragen, ob wir... Oh, gut, dass man wegklicken kann, ein Traum. Geht's mit Doppelklick? Nee, schneller geht's nicht, okay. Wir kommen nicht auf den Dachboden. I shouldn't overstay my welcome. Ja, aber machst du nicht, meine Liebe. Rollstuhlfahr... It was a joke, you know. Okay. Okay. I wonder why Grandpa ended up in that thing. Ja, das fragen wir uns. Ein Telefon mit eine Tischlampe. Hatten wir die schon? Eine A Tischlampe. small table lamp. Schlimmstes Wortspiel ever. Telefon. Ich will mal kurz... Können wir irgendwo anrufen? Telefon nehmen. Komm, wir rufen nochmal an. Na nü, geht jemand dran? Vielleicht ein... Hi, this is Eileen speaking. Hallo! Hey, it's me, Kat. Oh, hi, what's up? I don't need to ask her about that. Okay, dann nicht. Nicht. Dude, Eileen, ich wollte nur deine Stimme Okay, gotta go. Talk to you later. Bye, Kathy. hören. Okay, können wir... Nah, nothing like that in here. Okay, dann nicht. Cool, dass wir wie so eine Liste haben, was wir machen können. Okay, dann gehen wir raus. Und ich denke mal, wir wollten ins Police Office, ne? Das machen wir dann aber im nächsten Part. Und ach, das macht Spaß. Unheimlich cool.
Ich bin mal gespannt, ob wir herausfinden können, was mit unserem Großvater war. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, wenn es das mit unserem Vater zu tun hat. Aber wenn es das mit unserem Vater zu tun hat, muss das ja irgendwie so schlimm sein, dass er davon ein Trauma abbekommen hat. Also, puh. Ich glaube, das ist hier alles noch ein ganz süßes kleines Vorgeplänkel. Das könnte noch sehr, sehr interessant werden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich, wenn es euch gefällt, dann im nächsten Part. Also bis dann. Tschüss.